Ja, hallo zusammen, willkommen zurück auf meinen YouTube-Kanal. Heute möchte ich das Thema Navigation mit der Phoenix 7 vorstellen, beziehungsweise ich möchte euch einfach mal kurz zeigen, wie man das Ganze hier entsprechend planen kann. Was mit der Phoenix ja neu hinzugekommen ist, dass man jetzt sich Wegpunkte anzeigen lassen kann, beziehungsweise die benennen kann. Ich zeige euch ganz kurz in Garmin Connect, wie das Ganze funktioniert. Ich selber habe die Strecke auf Komoot geplant, zeige euch auch nochmal, wie ihr das Ganze verbinden könnt, wie ihr die Strecke dann entsprechend auch in Garmin Connect bekommt. Und zudem möchte ich euch zeigen, wie ihr das Ganze dann in der Praxis nutzen könnt und hier auch einen Vergleich mit der Phoenix 6 Pro Saphir machen. Und hier möchte ich auf die Frage eingehen, einmal lohnt sich das Upgrade für die Navigation von der Phoenix 6 auf die Phoenix 7? Und die zweite Frage ist auch, lohnt sich hier in einem Waldgebiet die Phoenix 7X Saphir Solar Edition, die hier das Multiband hat, oder reicht auch eine Phoenix 6 Pro aus? Aber das werden wir jetzt gemeinsam sehen. Ich habe das Ganze wie immer dann wieder in Kapitel eingeteilt. Das heißt, ihr könnt dann springen, was ihr überspringen möchtet. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an. Ja, damit ihr Garmin Connect und Komoot überhaupt verwenden könnt, müsst ihr erst das Ganze miteinander verbinden. Ich bin jetzt hier auf meiner Komoot-Startseite. Und wie gesagt, wenn das ganze Thema neu für euch ist, ist es gar nicht ganz einfach. Ihr müsst hier oben auf die 3 Punkte gehen, wenn ihr auf der Web-Oberfläche das Ganze macht. Dann könnt ihr auf Einstellungen gehen. Und dann gibt es hier einfach den Punkt Verbindung. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Und dann sehen wir jetzt hier schon, Garmin Connect wird angeboten. Und dann gehen wir hier einfach mal auf Garmin Connect verbinden. Und dann bekommt ihr hier einfach schon ein Fenster angezeigt und könnt dann entsprechend hier das Ganze verbinden. Wenn ihr jetzt natürlich nichts gemacht habt, bekommt ihr hier auch Passworteingabe. Und hier wird einfach Aktivitäten und Strecke angehakt. Und so ist jetzt entsprechend das Ganze miteinander verbunden. Und jetzt könnt ihr direkt hier losplanen und direkt auch mit der Garmin-Uhr laufen gehen. Und dann gehen wir jetzt auf Garmin Connect und wir sind jetzt hier auf unserem Dashboard. Das ist das Startdashboard, was ihr kennt. Und dann könnt ihr entsprechend hier links reingehen, dann hier die Fenster auf. Und dann sehen wir auch schon hier unter Trainings sind dann die Strecken vermerkt. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Und wenn ich dann eine Strecke geplant habe, das war zum Beispiel der Engelwegslauf, den habe ich jetzt hier geplant, das ist dieses Ausrufezeichen, das wir hier sehen, sehen wir auch schon die Quelle ist Komoot. Und wenn wir jetzt auf die Strecke drauf gehen, hier werden dann alle Strecken, die ihr auf Komoot plant und speichert, direkt synchronisiert. Das heißt, ihr bekommt es hier direkt angezeigt und die Quelle wird auch entsprechend angezeigt. Mit der Phoenix 7 haben wir jetzt die Möglichkeit, auch Wegpunkte anzulegen und das geht wie folgt. Also ich habe jetzt hier leider noch keine Möglichkeit gefunden, wenn es direkt von der Quelle Komoot kommt, das Ganze zu bearbeiten. Ihr geht jetzt einfach hier auf die 3 Punkte und könnt das Ganze duplizieren. Und dann bekommen wir hier auch eine Anfrage, ob wir OpenStreetMap verwenden wollen. Dann sagen wir einfach OK. Und dann sehen wir jetzt auch, hier gehen ein paar Menüpunkte auf und dann sehen wir jetzt auch schon hier, dass wir hier ein paar Sachen ändern können. Jetzt ist aber so, der Detailgrad der Karte ist sehr spärlich. Ich habe jetzt hier die OpenStreetMap-Karte. Ihr könnt euch aber auf Komoot, wenn ihr die Strecke da geplant habt, euch das Ganze noch im Detail anschauen. Dafür gehen wir jetzt einfach hier nochmal auf die Komoot-Seite und dann können wir hier einfach rechts oben auf geplante Strecken gehen. Und dann gehen wir jetzt hier einfach mal auf den Engelsweglauf und dann sehen wir jetzt hier schon mal, kriegen wir nochmal unsere Karte angezeigt. Und wir können dann hier nochmal, wenn wir auf Tour bearbeiten gehen, uns die Tour nochmal genau anschauen. Und was hier für Möglichkeiten hier sind, zum Beispiel, ich kann sagen, ich möchte hier eine OpenStreetMap haben. Und wir sehen jetzt auch hier zum Beispiel, werden jetzt bei der OpenStreetMap hier Wasserstellen angezeigt. Wir sehen auch mal hier eine Wasserstelle. Dann sehen wir hier ein Wassertempel soll hier sein. Dann haben wir so eine Schutzhütte, die eingezeichnet ist. Oder auch so markante Stellen wie zum Beispiel hier eine Antenne, die hier eingezeichnet ist. Dann merken wir uns hier oben einfach jetzt mal die Wasserstelle, das ist jetzt hier oben. Und dann sagen wir jetzt einfach hier bei Garmin Connect, das ist hier diese Stelle hier, dass hier eine Wasserstelle ist und dafür können wir jetzt hier einfach einen Streckenpunkt hinzufügen. Das ist der Punkt hier links oben, dann gehen wir einfach hier auf Streckenpunkt hinzufügen und dann machen wir hier einen Doppelklick und dann sehen wir hier schon ein Fähnchen, was hinzukommt. Und dann kann ich hier links auf das Auswahlmenü gehen und kann mir hier diverse Sachen aussuchen, was ich brauche. Und in diesem Fall ist es jetzt hier eine Wasserstelle, dann kann ich hier einfach sagen, ich möchte hier Wasser hinterlegen und dann wird hier auch schon dieses Symbol hinterlegt, dann kann ich sagen Punkt speichern und so habe ich jetzt hier den Wasserversorgungspunkt hinterlegt. Dann haben wir hier zum Beispiel noch die Möglichkeit, eine Schutzhütte aufzusuchen, das ist zum Beispiel hier. Dann kann ich hier sagen, nochmal einen Streckenpunkt hinzufügen und dann kann ich hier mit einem Doppelklick hier eine Markierung setzen. Und dann kann ich nochmal entscheiden, ob ich jetzt hier einen Allgemeinpunkt haben möchte oder eine Distanzmarkierung. Ich sage jetzt einfach mal Allgemeinpunkt und kann den jetzt zum Beispiel hier Schutzhütte nennen. Also wir können es dann individuell benennen. So, Punkt speichern. So, dann habe ich hier den Punkt gespeichert. Jetzt gibt es hier noch eine Besonderheit auf diesem Weg. Das ist der sogenannte Engelsweg. Und der Engelsweg, der fängt hier oben an, der geht hier durch. Also wenn wir hier nochmal in die Karte hineinschauen, können wir das auch nochmal ganz gut sehen. Das ist hier beschrieben als Engelsweg. Und dann sehen wir hier, hoppala, jetzt habe ich hier was geplant, was ich nicht wollte, entfernen. So, dann sehen wir hier, der fängt hier oben an. Und dann haben wir hier die Kreuzung. Hier ist auch nochmal ein Rastplatz, den wir hinterlegen können. Und dann sagen wir einfach, hier geht der Engelsweg los. Um den Engelsweg dann auch als Weg zu hinterlegen, kann ich einfach auch hier nochmal auf Streckenpunkt hinzufügen.
Und dann gehe ich hier auch nochmal mit einem Doppelklick rein. Und dann kann ich jetzt auch nochmal sagen, ob ich jetzt allgemein einen Punkt Distanz möchte. Ich nenne es jetzt auch nochmal allgemeiner Punkt, dann nenne ich das Ganze noch Engelsweg. Und so könnt ihr zum Beispiel auch Hütten oder bestimmte Pfade oder Klettersteige oder sowas hier hinterlegen und habt jetzt hier auch den Punkt, dann wisst ihr immer, wann das Ganze entsprechend kommt. Dann könnt ihr euch nochmal das Höhenprofil anschauen, Streckentyp ändern und dann könnt ihr einfach sagen, hier neue Strecke speichern. Und dann wird das Ganze hier auch schon gespeichert. Jetzt habe ich die Option hier, das ans Gerät senden und dann kann ich hier an meine entsprechenden Geräte senden. Und wie wir auch sehen, die Phoenix 6 wird hier das Ganze auch angeboten. Und dann kann ich das entsprechend hier sagen, ans Gerät senden. Und dann wird es entweder über Garmin Express hier entsprechend versendet oder dann halt, wenn ihr mit Garmin Connect synchronisiert, ist dann entsprechend die Strecke auf der Uhr. So, jetzt werde ich das Ganze mal in der Praxis testen. Ich habe jetzt die Phoenix 6 dabei in der Pro-Version Saphir Edition. Und natürlich die Phoenix 7, die ich euch gerade eben vorgestellt habe, auch ebenfalls in der Saphir Solar Edition. Und dann gehen wir jetzt einfach mal den direkten Weg los. So, und so bekommen wir 34 Meter vorher eine Anzeige, dass wir abbiegen müssen. Das gleiche auch auf der Phoenix 6. Und da vorne geht es auch schon rum. Genau, also jetzt hier müssen wir rechts abbiegen. Und da sehen wir jetzt hier geht so ein Trampelpfad rein. Den laufen wir jetzt nach oben. Ja, und wenn es viel regnet, ist auch viel Quader. Na super. Und wir sehen jetzt auch in 30 Metern nähern wir uns schon der Wasserstation. Und das ist hier unten. Also wir sind jetzt hier 24 Meter und jetzt müssen wir hier gleich abbiegen. Jetzt habe ich leider ein kleines Problem und zwar, ich habe hier ganz normale Laufschuhe und hier geht es richtig rutschig runter. Also seid bitte zufrieden damit. Hier oben ist die Wasserstation und ich müsste jetzt eigentlich hier abbiegen und ich kriege es hier direkt auch gerade angezeigt. Wasser hat es gepiept und dann sind wir auch schon da. Ich werde jetzt hier einmal außen rumlaufen. Und was man hier jetzt ganz gut sieht, also hier unten läuft der Weg lang. Das ist dieser Weg hier. Ja, hier. Ich bin jetzt oben auf diesem Weg hier. Und wir sehen es auch ganz gut in der Karte. Also hier unten die lila Linie ist das, was ich jetzt laufen soll. Beziehungsweise ich laufe jetzt oben rum. Die Schleife, die ist schön eingezeichnet. Das gleiche sieht man aber auch auf der Phoenix 6 ein bisschen. Ja, wenn ich reinzoome, ist es ein bisschen besser. Und dann sehen wir es genauso. Also hier die Karten sind ähnlich, beziehungsweise bis jetzt gleich. Und wir sehen auch hier rechts dann die ganzen Pfade, die es noch gibt. Wenn ich hier ein bisschen rauszoome in der Phoenix 7, sehe ich auch die ganzen Pfade. Also die Karten sind doch sehr detailliert und wirklich gut zum Laufen. Zudem bekomme ich dann unten auch immer angezeigt, bis die nächste Abbiegung kommt. Das sind hier 367 Meter. Dann haben wir auch schon die nächste Abbiegung. Und das gleiche auch bei der 6er. Bis jetzt noch kein Unterschied. So, kuriose Situation. Ich dachte erst, ich muss hier hoch und nicht da lang. Wie wir sehen, ich habe jetzt hier gerade mal hinher gemacht. Die Uhr hat mir es richtig angezeigt, aber ich habe sie nicht ganz verstanden. Es geht hier tatsächlich ein Trampelpfad hoch. Den habe ich erst gar nicht gesehen. Der geht hier hoch. Also wir sehen hier, der Weg ist auch eingezeichnet. Ich war nur einfach nur, naja, ich will dazu jetzt nichts sagen. Auf der Phoenix 6 übrigens das gleiche. Also das kann auch mal passieren, trotz Navigation mit Karte, wenn man hier den Weg nicht so richtig sieht und denkt, das ist der hier. Und ja, weiter geht's. Und wir sehen jetzt hier der Weg, ein klassischer Trailweg, ist wunderbar eingezeichnet, haben wir auf der Karte und beide haben es auf der Karte, wie wir sehen. So, von der Route sind wir jetzt gekommen. Hier runter müssen wir und ich werde jetzt einfach mal hochlaufen und dann gucken wir einfach mal, wann sich die Uhr hier meldet. So, und das ist eigentlich relativ schnell, bekomme ich schon Streckenabweichung angezeigt. Wir sehen hier, ich bin jetzt hier gerade raus. Auf der Phoenix 6 kriege ich es übrigens auch gleich angezeigt. Also ich laufe hier nicht 100, 200 Meter weg. Nein, ist relativ zeitnah, kann man echt nichts sagen. So, beim kleinen Pro bekomme ich, Leistungszustand, okay, bekommt ihr auch angezeigt. So, beim kleinen Pro bekommt ihr auch dann die vertikale Geschwindigkeit. Oben links bekommt ihr angezeigt, wie lange der Anstieg noch ist. Und rechts die restlichen Höhenmeter. Das gleiche haben wir auch bei der Phoenix 6. Links der Anstieg bzw. Kilometer, rechts die Höhenmeter und unten die vertikale Geschwindigkeit. Ja, jetzt habe ich auch hier eine Situation und zwar Streckenabweichung. Wir sehen hier, ich habe jetzt hier Multiband an. Der Weg geht einmal hier so außen rum. Hier macht es eine Spitzkehre. Da hinten hat er mir angezeigt, falscher Weg. Und es ist aber die Spitzkehre. Ich habe es auch auf beiden Uhren gehabt. Also ich habe es auf der Phoenix 6 und auf der Phoenix 7 gehabt. Also irgendwie ganz dubios. Gut, dann würde ich sagen, laufen wir weiter. Und wie wir sehen, ich versuche hier ein bisschen Ball zu laufen, um hier auch das GPS-Bild nachher zu zeigen, wie es entsprechend aussieht. Und wir bekommen bei beiden Uhren auch angezeigt, was die Restkilometer ist, beziehungsweise dann die geschätzte Ankunftszeit 16:55. So, und das haben wir bei der Phoenix 6 auch. Ich habe es eine Sekunde später aufgenommen, weil noch ein Abbiegehinweis kam. Auch die Zeit, Restkilometer und die Ankunftszeit. Ich freue mich auf den Frühling. Und bei solchen Wegen ist halt ganz toll, wenn so eine Gabelung ist.
dass wir dann noch eine Karte haben. Da kann man es eigentlich ganz gut erkennen. Die Karte richtet sich gerade aus, dass wir rechts abbiegen müssen und nicht links. Ich meine, die Gabelung ist jetzt eindeutig, aber... Und das Ganze sehen wir auch der Phoenix 6 dann. Das hat sich hier gerade ein bisschen justiert. Aber wir sehen unten dann den Weg, der abgeht, beziehungsweise rechts. Also geht auch ein bisschen so in eine Fahrtrichtung. Er guckt auch zu mir, also das passt ja schon so halbwegs. Also seht ihr aus beiden Uhren. Es ist echt anstrengend, laufen und filmen, Berg hochlaufen. Boah, ja, ich habe es gleich fast geschafft. Bin den Berg oben. Was ich euch noch zeigen will, ist einmal nochmal hier den Bergverlauf. Wir sehen jetzt hier das Profil, wo wir gerade sind. Links ist das, was wir gelaufen sind. Rechts ist das, was wir noch laufen müssen, auf der Phoenix 7. Und das gleiche haben wir auf der Phoenix 6. Ebenfalls links grün gelaufen, rechts blau müssen wir noch laufen. 120 Höhenmeter haben wir schon, 69 müssen wir noch hoch. So, und das Ganze funktioniert auch mit der Stamina-Funktion. Sehr schön. Also wir sind hier links unten. Rest-Stamina, Balken kurzfristig. 8,30 ist gerade der Schnitt. Film, Berg hochlaufen. Ja, nochmal ein letztes Beispiel. Hier geht nochmal ein Trail hoch. Hier ein Trail und wir müssen links lang. Rechts der Trail ist auch drauf. Das gleiche haben wir auch noch bei der 6. Also wie gesagt, das Kartenmaterial ist zumindest in meinen Breiten ausreichend. Ich weiß natürlich nicht, wie es im Hochgebirge ist. Da kann ich leider nichts dazu sagen. Ich wohne nicht im Hochgebirge. So 200-300 Höhenmeter, 500 Höhenmeter ist das höchste, was wir hier haben. Und auch Climb Pro, 2 von 3 Anstiegen habe ich jetzt fast geschafft, sind noch 15 Höhenmeter, also in dem Anstieg sind noch 15. So könnt ihr halt immer gut planen, wann ihr dann entsprechend dann oben seid. Und in 289 Metern soll der Engelsweg kommen. Ich werde das Ganze mal auf die Karte stellen und einfach mal schauen, ob das dann irgendwann aufploppt. Also nicht, dass man das offen hat und nicht mehr drauf guckt, sondern einfach, ob das automatisch kommt. Das teste ich jetzt gleich mal. Ja, ihr bekommt dann angezeigt, wann unten der nächste Punkt kommt, beziehungsweise Aussichtspunkt oder was ihr auch geplant habt. Bei mir sind es 39 Meter. Wir sehen auch übrigens auf der Karte hier rechts, dass der Engelsweg sogar in der Karte eingezeichnet ist als Weg. Da seht ihr mal, wie detailliert das Ganze ist. Und bei der Phoenix 6 habe ich das gleiche gemacht und wir sehen hier unten 39 Meter bekommen wir was angezeigt. Ah ja, interessant. Also hier habe ich den Waypoint gesetzt. Ja, warum heißt der Weg auch Engelsweg? Hier ist auf dem ganzen Weg sind so Engel verteilt. Haben dann Leute, die es dann zu viel hatten oder ja, an ihre Leute denken oder beziehungsweise an ihre Toten. Hinterlassen hier so einen Engel und das ist so ein kleiner Gedenkweg. Genau. Deswegen heißt das Ganze auch Engelsweg. Da oben steht auch einer. Und hier unten ist irgendwo Heppenheim. So, was wir jetzt hier gut sehen können, ist die Schutzhütte, die ich hier eingezeichnet habe als Waypoint. Der wird hier oben auch angezeigt. Also sowohl hier auf der Karte und hier oben wäre dann die Schutzhütte, die ich jetzt hier entsprechend einmarkiert habe. Naja gut, Schutzhütte ist übertrieben. Hier so ein kleiner Grillplatz, aber das sollte jetzt nur Demonstration sein. Noch ein Fazit zur Ankunftszeit. Ich habe jetzt viel gedreht, viel Stopp gemacht und durch den Quader gelaufen. Das passt so etwa 16:44, war vorhin auch schon die Ankunftszeit, 55 Meter. Und jetzt geht es noch hier runter und dann kommen wir zum Fazit. Ja, 5,75 Kilometer haben wir jetzt hier mit der reinen Navigationsmessung und GPS-Daten. Und wir haben hier auf der Phoenix 6 den Stride Foodport angeschlossen. Da sind 5,70 Kilometer. Also es sieht gar nicht so schlecht aus. GPS-Bild werden wir gleich mal schauen. Und ich glaube, die hier, die kann ich jetzt erstmal die Wäsche schmeißen. Ja, dann haben wir jetzt auch mal beide Läufe hier in der Übersicht. Wir sehen jetzt einmal hier die Phoenix 6 und hier einmal die Phoenix 7X Solar. Und wir sehen auch hier, die Phoenix ist hier mit der neuesten Software-Version gelaufen, also mit 20.30. Und die Phoenix 7X Solar hatte die Version 7.24 drauf. Ja, dann würde ich auch sagen, dann schauen wir uns mal die GPS-Daten an. Also die Phoenix 6 Saphir, die ist mit GLONASS und GPS gelaufen. Und die Phoenix 7X, die ist mit Multiband gelaufen, also das heißt alle Satelliten und mit dem verbesserten Satellitenbild. Wir können ja schon sehen, wie ich im Lauf gesagt habe, hier haben wir 5,7 Kilometer auf der Phoenix 6 und auf der Phoenix 7 haben wir 5,75 Kilometer. Und wir können hier unten ganz gut sehen, ich bin hier auch mit dem Stride Foodport gelaufen, was natürlich hier entsprechend die Distanzgenauigkeit etwas erhöht. Das heißt also, wenn hier GPS-Messfehler drin sind, werden die hier quasi rausgerechnet, weil hier auf den Foodport dann zurückgegriffen wird. Wie das Ganze mit dem Stride Foodport funktioniert, das verlinke ich euch auch mal im Video, dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Dann würde ich auch sagen, gehen wir mal hier in die Karte hinein und wenn wir dann reinschauen, bekommen wir auch schon mal so eine kleine Übersicht und wir sehen es auch hier, also im Groben, dass hier entsprechend das Bild schon etwas anders aussieht. Wir haben hier bei der Phoenix 6 die Kurve nicht so ganz so gut ausgezeichnet. Bei der Phoenix 7 hier rechts drüben ist es deutlich besser gemacht. Auch an dieser Stelle, wo ich mich so ein bisschen verlaufen habe oder ein bisschen gefilmt habe, sehen wir hier, dass entsprechend die Zunge, ja, obwohl ich den Weg zurückgelaufen bin, nicht richtig abgebildet wird. Das können wir aber hier ganz gut bei der Phoenix 7 erkennen, dass das entsprechend erfasst wurde. Wenn wir jetzt mal ein bisschen näher in die Karte hineinzoomen, sehen wir auf jeden Fall hier bei der Phoenix 6, dass ich hier Abweichung habe am Weg. Und auch hier nochmal ganz groß gesehen,
dass hier der Bogen nicht so richtig abgebildet wird. Auch die Kurven hier werden ja so rudimentär abgebildet. Wenn ich jetzt aber nach rechts schaue auf die Phoenix 7, sehen wir auch trotzdem hier, gerade hier oben in diesem Bereich, ja, diese Ausbuchtung hier drin, beziehungsweise ich sehe auch hier, dass wir nicht immer exakt hier auf dem Weg laufen, sondern auch oft daneben. Das heißt, das GPS-Bild ist an sich schon besser geworden, ja. Wir sehen auch hier auf jeden Fall, die Verläufe sind deutlich besser, aber wenn wir auch in diesem Punkt hier sehen, treffen wir trotzdem den Weg auch nicht immer. Das heißt, jetzt auch hier in einem bedichteten Wald ist zwar das Bild besser geworden, aber ich hätte mir tatsächlich an diesen Stellen hier ein bisschen mehr erhofft, da auch noch Lichtungen kommen. Wenn wir jetzt hier mal weitergehen, sehen wir auch ganz gut, dass hier trotzdem die Phoenix 6 doch entsprechend gar nicht so schlechte Bilder liefert. Das heißt, auf der Phoenix 6 werden die Wege trotzdem auch wirklich gut abgebildet. Es sind hier nur so markante Stellen wie hier hinten zum Beispiel, dass ich doch da tatsächlich eine Verbesserung sehe. Was wir aber schon beim anderen Video von mir gesehen haben, ist, wenn wir gerade in Häuserschluchten unterwegs sind, dass das GPS-Bild doch schon besser ist auf der Phoenix 7 als auf der Phoenix 6. Also da gibt es ja wirklich nichts zu merken. Aber halt, wie wir jetzt gerade sehen, wenn doch deutlich mehr Abschottung ist, wird es ein besseres Bild geben, aber es ist jetzt auch nicht perfekt. Ja, dann komme ich mal zu einem kleinen Fazit noch. Ich muss sagen, wenn man sich jetzt nur rein für die Navigation interessiert, beziehungsweise hier das einzige Kernfeature ist, was man nutzen möchte, dann sollte man dann vielleicht doch überlegen, ob man hier tatsächlich auf eine Phoenix 7 geht, weil wie von der Navigation her sich da nicht wirklich was groß geändert hat. Die Wegpunkte, okay, das ist eine Sache, ihr bekommt jetzt die nicht angezeigt, wie sie schriftlich heißen, ihr bekommt aber wenigstens angezeigt, wann der erste oder nächste Wegpunkt kommt. Wenn euch das GPS-Bild interessiert, dann könnt ihr natürlich überlegen, hier auf die Phoenix 7X Solar Saphir Edition zu gehen. Aber auch hier muss man sagen, da sind noch die Verbesserungen zwar da, aber sehr marginal. Also das ist dann wieder jedem selber überlassen, was er denkt, was für ihn da an der Stelle besser ist. Wenn das Video dir gefallen hat und du dich vielleicht auch noch weiter um die Phoenix 7 interessierst, ich habe hier oben ein Video verlinkt, da stelle ich die Phoenix 7 in der Neuerung mal vor, beziehungsweise habe es getestet. Wenn dich generell Sportuhren interessieren und meine Tests, dann könnt ihr auch mal in dieser Playlist reinschauen, beziehungsweise wenn euch das Thema Garmin interessiert, verlinke ich euch mal diese Playlist hier unten. Da sind alle Themen rund um Garmin enthalten, da findet ihr auch viele spannende Themen, die auch für die Phoenix 7 interessant sind. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit, bleib gesund, tschüss, bis zum nächsten Mal.